Chongqing. Über 32 Millionen Menschen leben hier. Einer der größten Städte der Welt und trotzdem kennt sie kaum jemand. Eine Stadt, in der Züge durch Wohnhäuser fahren und nachts alles wie ein Science-Fiction-Film wirkt. Wir zeigen dir, was du auf keinen Fall auf deiner Chongqing-Reise verpassen solltest. Wir sind jetzt bei unserem ersten Spot und zwar sind wir beim Quixing Building. Und das Besondere an diesem Gebäude ist nicht dieser Platz hier, diese Architektur von Altchina oder diese Hochhäuser im Hintergrund, was schon sehr, sehr cool aussieht, sondern die Besonderheit ist was ganz anderes und das zeige ich euch jetzt mal. Wir befinden uns einfach im 22. Stockwerk, auch wenn es gerade aussieht, als wären wir hier irgendwo im ersten Stockwerk. Es ist einfach so krass eine optische Täuschung und das zeigt einfach diese Kuriosität von Chongqing. Und wenn ihr hier seid, müsst ihr das unbedingt sehen, weil ich weiß nicht, wo es sonst so was Cooles gibt wie hier. Sieht zwar gerade aus, als wären wir hier in einer U-Bahn-Station, aber tatsächlich befinden wir uns einfach in einem Wohngebäude und durch dieses Wohngebäude fährt einfach ein Zug durch. Also es ist einfach ein Hochhaus, wo ein Zug durchfahren kann und das ist so krass. Und das wollen wir uns jetzt auf jeden Fall von außen anschauen. Dafür gehen wir jetzt einmal raus und zeigen uns das von draußen. Schau mal, da sind richtig viele Menschen unten. Wow, krass, ja. Nicht nur die Aussicht ist mega schön, aber auch wie viele Menschen es hier unten einfach sind. Also der Spot hier ist schon sehr, sehr bekannt in Chongqing und auf jeden Fall ein Must-See, wenn ihr hier seid. Wir haben jetzt einen Spot gefunden und es ist hier extrem viel los. Genau hier ist dieses Haus, dieses Wohngebäude, wo es durchfährt. Und hier sind die Schienen von dem Zug, die direkt hier reinführen. Ja, ich habe mich immer gefragt, ob es nicht ein bisschen laut ist, wenn da einfach ein Zug durch deine Wohnung fährt oder durch dein Wohngebäude. Aber tatsächlich wurde das alles so konstruiert, dass es eben nicht zu Störungen kommt durch Lärm für die Bewohner. Was auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Und genau, jetzt warte ich nur noch, bis der Zug kommt. Perfektes Timing, da kommt der Zug schon. Und genau, der fährt hier einfach durch. Und da drin ist die U-Bahn-Station, das ist so cool. Also wirklich, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Nur in China gibt es sowas. Wir sind jetzt bei unserem nächsten Spot angekommen und zwar ist es die Chongqing Altstadt. Die befindet sich gerade direkt hinter mir und sie liegt ungefähr 30 Minuten mit der Metro von der Innenstadt entfernt und ist auf jeden Fall ein sehr cooler Kontrast zu dieser modernen, ausgefallenen Stadt, zu diesem Cyberpunk, aber auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Ich zeige euch mal kurz die Map hierzu. Also wir befinden uns gerade hier und das hier komplett ist die Altstadt. Wir laufen da einfach mal einmal komplett durch. Ich habe hier einen ganz süßen Schmuckladen gesehen und ich wollte jetzt reingehen, weil ich noch ein Armband suche. Also ein Armband kostet hier ungefähr 200 Yuan. Das sind so umgerechnet 23 Euro, würde ich sagen. Den nächsten Spot, den ich euch vorstellen möchte, ist die Longmenhao Old Street. Diese historische Straße bietet extrem viele Cafés, kleine Shops, aber vor allem einen wunderschönen Ausblick auf den Fluss, den ihr direkt hinter mir sehen könnt. Und den Anblick kann ich euch besonders empfehlen zu Sonnenuntergang und oder am Abend, wenn ihr besonders viel Zeit habt. Hier befindet sich übrigens auch ein Skulpturen- und Kunstmuseum. Und das Coole daran ist, es ist komplett kostenlos.
Wir befinden uns gerade bei unserem nächsten Spot und zwar ist es Xiao Hao Lane und hier kann man auf jeden Fall sehr viel essen, also hier gibt es Restaurants, wo man essen kann oder man kann hier einfach sich den Wasserfall anschauen und am Wasser chillen. Hier direkt hinter mir könnt ihr den Wasserfall sehen und ich muss sagen, es sieht echt mega schön aus, auch mit der Kulisse sieht das sehr romantisch aus und auf jeden Fall kann man hier ein schönes Foto schießen. Übrigens, der Ort ist nur 5 Minuten Fußweg von Lang Hao Man Old Street entfernt. Auf jeden Fall muss man hier etwas mehr Treppen steigen. Ist auf jeden Fall anstrengender, aber ich finde, hier ist auch viel schöner als da drüben. Und ja, der Charme ist einfach viel entspannter hier. Also wenn ihr herkommt, müsst ihr auf jeden Fall ein paar Stunden einplanen, weil wie ihr sehen könnt, das ist eine echt riesen Map hier und man kann echt viel sehen. Also wir haben gerade mal 1/3 geschafft. Wir sehen es hier schon seit über einer Stunde. Wir sind jetzt gerade bei der Station für die Gondelfahrt und wir werden jetzt natürlich auch noch hochfahren. Deswegen habe ich mir schon ein Ticket geholt, beziehungsweise das Ticket ist für 2 Personen. Für One-Way, man kann auch Two-Ways kaufen. One-Way kostet 30 Yuan Person, Two-Way wären 50 Yuan, aber man kann auch von dort aus mit der U-Bahn-Station fahren. Deswegen wollten wir jetzt nur einmal hochfahren, um uns das anzuschauen. Und genau, man muss bedenken, dass da noch eine Wartezeit ist. Also es ist gerade 16:30 Uhr bei uns und wir kommen erst 16:42 Uhr ran. Also 10, 15 Minuten muss man auf jeden Fall einberechnen, die man warten sollte. Das Wichtige ist, falls ihr euch ein Ticket kaufen wollt, braucht ihr unbedingt euren Pass. Wir sind jetzt durch mit der Gondelfahrt und an sich würde ich sagen, war die schon sehr schön. Vor allem, ich kann mir vorstellen, dass wenn die zu Sonnenuntergang gemacht wird, noch schöner sein wird, weil die Gondel ging genau über den Fluss und das sah mega schön aus mit der Stadt einfach unten runter. Was man aber bedenken muss, ist, dass es sehr voll ist. Also man muss auf jeden Fall eine Zeit lang anstehen. Ich weiß nicht, wie lange wir standen. Bestimmt insgesamt 30 Minuten haben wir vielleicht gewartet. Und in der Gondel an sich war es auch sehr eng und warm. Also das ist ein kleiner Minuspunkt, dass man sehr lange warten muss und dass es sehr voll ist. Aber die Fahrt an sich war sehr schön und ich würde sagen, preislich auch voll in Ordnung. Wir haben die Gondelfahrt übrigens auch nicht nur gemacht, um diese Aussicht zu haben, sondern aus einem ganz besonderen Grund. Wir wollten auf die andere Seite des Flusses kommen, weil es hier einen extrem schönen Sonnenuntergangsspot geben soll. Dafür sind wir so einen Berg hochgelaufen und haben uns jetzt in so ein Café reingesetzt und uns 2 Tees bestellt, die ganz schön teuer sind für China. Ein Tee hat 8 Euro gekostet und 2 dementsprechend 16 Euro. Ja, normalerweise bekommt man hier Tee schon für 50 Cent. Aber okay, es ist halt die Aussicht und der Touristik. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die haben hier jetzt gerade überall Schirme aufgebaut und ich sag mal so eine Art Gardinen, damit das nicht zu sonnig ist, was sehr heiß ist. Aber die meinten, dass sie es dann alles abbauen werden und dann hoffentlich sehen wir dann die schöne Aussicht. Wir haben uns jetzt den Sonnenuntergang gemeinsam angeschaut und ich muss sagen, es war einfach mega, mega schön. Also sowohl der Sonnenuntergang an sich, aber auch jetzt. Hinter mir strahlt es zwar extrem, es ist das Café, aber auf der anderen Seite meine Aussicht sieht auch so krass aus. Ich fand es auch mega schön. Der Vibe ist sehr, sehr entspannt. Hier gehen alle Lichter an und hier gibt es auch Live-Musik. Der Tee schmeckt gut. Also ich würde sagen, es passt eigentlich alles, ne? Ja. Wir sind jetzt bei unserem nächsten Spot angekommen, und zwar beim Ling Park. Und Ling heißt so viel wie Gänsehals, weil die Form des Parkes aussieht wie ein Gänsehals. Tatsächlich war der Park damals ein Privatgarten von einem reichen Kaufmann, ist jetzt aber zugänglich für jeden von 6 bis 22 Uhr. Und von dem Liangyang-Pavillon hat man einen 360-Grad-Ausblick auf die Stadt, was super schön sein soll, und den suchen wir jetzt.
Wir sind jetzt bei der Aussichtsplattform angekommen, beziehungsweise es ist nicht nur eine Plattform, sondern man kann den Park hochgehen und dann gibt es sehr, sehr viele Spots, wo man sich die Aussicht anschauen kann. Und ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr so was Schönes gesehen. Die Aussicht sieht so unfassbar schön aus. Ich war wirklich sprachlos, als ich das gesehen habe, weil das so überwältigend war. Wie fandest du es? Ich finde auch richtig, richtig schön hier. Also ich habe auch sehr, sehr lange nicht mehr so eine View gesehen. Das letzte Mal war, glaube ich, in Hongkong vor ein paar Monaten. Das ist schon sehr ähnlich. Aber ja, ich würde sagen, überzeugt euch doch mal selbst, ne? Hier hinten ist so eine Brücke, die leuchtet einfach komplett. Danach ist hier auf der anderen Seite des Flusses die komplette Stadt, die einfach strahlt. Und es sieht so krass futuristisch aus. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, das Coolste daran ist sogar, dass man sich diese Aussicht einfach kostenlos anschauen kann. Also man musste keinen Eintritt zahlen, um hier hochzukommen. Und das finde ich ist heutzutage auch nicht selbstverständlich. Für die meisten Aussichtsplattformen muss man immer was zahlen oder selbst Parks. Und da hier kommst du einfach kostenlos rein, tags, abends, egal wann. So schön, wirklich. Schaut euch das an. Ihr habt nichts zu verlieren. Wir sind in der Chongqing Raffles City Mall und zwar nicht zum Shoppen, sondern hier soll es auch eine wunderschöne Aussicht haben. Komm mal mit. Und hier ist natürlich auch alles wieder kostenlos, also das kann man alles kostenlos bestaunen. Das ist wirklich sehr, sehr schön hier. Um hier hin zu gelangen, müsst ihr die Linie 1 nehmen, bis Chao Tien Men, was auch die Endhaltestelle ist. Danach geht in die Mall rein und nimmt die Ausgang 8. Und schon seid ihr hier. Übrigens seht ihr auch von hier Hongyan-dong. Jedoch finde ich die Aussicht von der Brücke viel, viel schöner. Wir sind gerade bei unserem nächsten Spot angekommen und zwar ist das Hongyan-dong. Das findet sich direkt hinter mir. Das ist diese leuchtende Stadt da hinten. Und eigentlich ist es gar keine Stadt, sondern eher ein Viertel in Chongqing. Und was kann man da machen? Man kann da sehr, sehr viel machen. Von Ohren reinigen bis hin zu einem Hanfu ausleihen oder Streetfood essen. Auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert am Abend, weil ihr seht, es leuchtet alles wunderschön und man hat einen mega schönen Ausblick. Aber auch am Tag, weil da ist es nicht so voll. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, es früh und abends anzuschauen, damit ihr den Kontrast im Vergleich habt. Wir sind gerade mitten auf der Brücke und hier unten seht ihr Hongyan-dong und es ist wirklich sehr, sehr voll hier. Ich würde sagen, das ist der vollste Platz in Chongqing, oder? Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr voll und macht auch einen großen Unterschied, ob ihr abends oder am Tag hingeht, weil am Tag war wirklich sehr wenig los. Aber jetzt ist es sehr eng. Wir sind gerade auf der anderen Seite von Hongyan-dong. Vorhin standen wir dort drüben, sind dann über die Brücke gelaufen. Das dauert ungefähr 30 Minuten. Ihr könnt natürlich auch die Tram nehmen. Das ist eine Station von dort. Hier habt ihr eine ganz andere Aussicht. Ist auch wunderschön hier. Es gibt auch Live-Musik und es singen hier auch gerade alle mit. Es sind viele unterwegs mit solchen Tablets, die bieten halt so Pärchenfotos an und ich finde, die sehen halt wirklich mega gut aus hier. Tatsächlich überlegen wir uns auch, sowas zu machen. Yeah. Wir sind gerade fertig geworden, die Bilder werden jetzt auf dem Handy transferiert. Ich habe es mir ein bisschen schöner vorgestellt, aber ich glaube, es war auch ein bisschen schwierig wegen der Sprachbarriere, uns das so gut wie möglich zu erklären. Also er hat das schon versucht zu erklären, indem er uns gezeigt hat, wie wir halt stehen müssen und so. Aber ich habe halt gesehen, dass andere Pärchen halt noch coolere Posen hatten. Also haben die sich zum Beispiel hingesetzt und so. Ich dachte, wir machen das vielleicht auch, aber leider nicht. Aber es ist trotzdem süß geworden. Ich meine, 8 € für 10 Bilder ist okay. Wir sind hier in Shibati, eines der ältesten Viertel in Chongqing. Wie findest du es hier? Es ist mega schön, der Vibe ist auch entspannt. Hier läuft auch Live-Musik, also Straßenmusik. Das sehe ich auch nicht so oft in China. Wir sind heute am Mittwoch da, deswegen ist es ein bisschen ruhiger. Wir waren letztens an einem
Samstag da und da war es richtig voll. Also man kam da kaum durch. Sehr, sehr voll. Also hat auch seinen eigenen Vibe, wenn es so voll ist. Aber wenn ihr es alles in Ruhe anschauen wollt, dann auf jeden Fall in der Woche. Und was wir euch noch zeigen wollten, ist dieser coole Schmuckladen hier. Ja. Links sehen wir da. Also von außen sieht es gar nicht nach einem Schmuckladen aus, aber hier kommen auch sehr viele Rauchwolken raus. Jetzt gucken wir uns mal genauer an. Also hier, der ganze Boden ist voll mit Rauch. Wow, hey, sieht so heftig aus. Zum Abschluss des Tages sind wir zur Chifiang Bay Pedestrian Street gegangen. Das ist genau dort, wo ich stehe. Das ist ein Ort, wie der Name schon sagt, wo Fußgänger einfach rumlaufen können. Also eine Fußgängerzone, wo ihr Streetfood findet, Essen findet und auf jeden Fall auch Drinks. Und wir laufen jetzt ein bisschen rum und schauen, was wir hier so entdecken können. Hinter mir befindet sich ein Food Court und es hat tatsächlich noch alles auf, obwohl es gerade 23 Uhr bei mir ist. Und das hat man nicht so oft in China. Die meisten Läden schließen nämlich schon um 10. Also falls ihr Hunger habt und mit Mittagszeit sucht, seid ihr hier genau richtig. Für uns geht es jetzt auch nach Hause, weil wir morgen früh noch nach Chengdu fahren, in die Stadt der Pandas. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr unbedingt ein Like und ein Abo dalassen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!